Hallo liebe Foto- und Videofreunde, schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe ja jetzt neulich mal 2 Folgen abgedreht zum Thema Focus Stacking. Und dazu habe ich mir natürlich als erstes Mal den absoluten Standard am Markt geschnappt. Das ist natürlich die integrierte Funktion von Photoshop mit dem Überblenden eben. Und da haben wir festgestellt, Photoshop kann den Job machen. Bei diesem schwierigen Motiv, was ich euch hier nochmal zeige, war das natürlich nicht so ganz einfach. Man hat auch etwas nachretuschieren müssen. Also es erfordert auf jeden Fall in Photoshop Arbeit, aber man kriegt diesen Job gebacken. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich schnappe mir mal noch eine Zusatzsoftware, die unabhängig von Photoshop ist, und das ist Helicon Focus. Das kannte ich noch von früher, habe ich euch im letzten Video dann auch erläutert. Und Helicon Focus hat mit der absoluten Standardeinstellung schon mal ein deutlich besseres Ergebnis rausgehauen als Photoshop, abgesehen von den üblichen Staub und so weiter Retuschen, die man dann sowieso zu erledigen hat. Nun, dann habe ich mir gedacht, Mensch, eigentlich sind aller guten Dinge drei, und schau dich doch noch mal um, was es noch so am Markt gibt. Vielleicht ist ja noch was Erschwingliches dabei, was ihr auch kennenlernen wollen könntet. Und dann habe ich mir da Serene Stacker herausgesucht. Das Programm gibt es schon länger am Markt. Das kommt aus den USA, ist von einem Fotografen mitentwickelt worden, der in der Makrofotografie eben sein Heil sucht und sich da sehr stark engagiert. Und diese Entwicklung, die hat auch wirklich zu einem sehr guten Erfolg geführt. Serene Stacker ist zwar teurer als die anderen Softwares, von der Oberfläche her auch etwas veraltet, aber was man damit jetzt herausholen kann mit absoluten Standardeinstellungen, das möchte ich euch im Folgenden zeigen. Viel Spaß! So, liebe Freunde, und da wären wir wieder bei mir im Studio, und die wohltuende Stimme des gut aussehenden älteren Herrn heute auch mal wieder aus dem Off, wie beim letzten Mal. So, Serene Stacker kann leider keine RAW-Formate verarbeiten. Deswegen muss man dann eben aus Photoshop oder aus Lightroom seine Bildergalerie als TIFF dann abspeichern. Das würde ich euch auch grundsätzlich empfehlen, auch mit der höchstmöglichen Farbtiefe von 16 Bit. Ich habe euch ja im letzten Video schon erläutert, dass also das TIFF-Format eben alle Farbtiefen speichern kann, übrigens auch alle Alpha-Kanäle oder Vektormasken zum Beispiel, sowie auch Ebenen mittlerweile. Gut, hier haben wir nun unsere Galerie von den 7 Bildern, die ihr ja schon aus den 2 anderen Videos her kennt, für eine optimale Vergleichbarkeit. Öffnen wir mal Serene Stacker. Das habe ich hier unten in der 64-Bit-Version installiert. Das ist also dann auch eine Variante von 2023, Bild 1.04. Da haben wir das Ding. Ich verkleinere es mal, damit wir hier auch etwas reinziehen können. Also wie gesagt, die Maske des Programms ist, naja, etwas, nennen wir es mal, ja, altbacken. Ich markiere mir hier jetzt mit gedrückter linker Maustaste meine 7 TIFF-Bilder und ziehe sie in dieses Feld hinein, Input Files. Und dann landen die da auch wohlbehalten drin, und wir können diesen Teil hier jetzt mal ausschalten und aktivieren uns hier mal dieses Fenster in maximaler Größe. Und ich brauche jetzt hier eigentlich nur Folgendes zu tun. Wir werden also wieder absolut nur die Grundeinstellungen verwenden. Ich markiere mit gedrückter Shift-Taste alle Bilder und wähle dann im Menü oben Stack. Und jetzt kommt's. Im Gegensatz zu den anderen Programmen haben wir gleichzeitig hier 2 Möglichkeiten. Und zwar gibt es die Stacking-Methode PMax und DMap. Worin die sich unterscheiden, kann ich euch jetzt gar nicht genau sagen, aber sie unterscheiden sich, das werden wir gleich sehen. Und was wir jetzt bei den anderen Programmen nicht gemacht haben, machen wir hier. Ich wähle Align and Stack All, also beide, und dann wird er mir 2 Dateien erzeugen. Der Witz daran ist, dass in beiden Dateien dann irgendetwas besser ist als in der anderen, und das heißt dann, man kann über die Retuschefunktionen von Serene Stacker dann auch beide Bilder miteinander kombinieren. Aber auch das zeige ich euch nicht, denn das ist gar nicht notwendig. Ich gehe mal hier jetzt bei Stack auf Align and Stack All Both, und dann gucken wir erstmal, was passiert. So,
Und dann sagt er, pass auf, du hast hier mehrere Files gleichzeitig selektiert, willst du die wirklich alle stacken? Und in dem Fall wollen wir das natürlich. Achtung, moderne Kameras verfügen über eine Auto-Stack-Funktion schon in der Kamera. Und das bedeutet, die schießen dann Serien von bis zu 100 oder mehr Bildern durch. Natürlich auch mit einem Haufen Bilder dabei, die gar nicht zu verwerten sind, weil sie einfach nur einen unscharfen Hintergrund abdecken. Und deswegen bietet euch Serene Stacker an zu sagen, passt auf, lass hier bitte die Bilder weg, die du gar nicht brauchst, sondern nimm nur die, die du wirklich benötigst. Dann brauche ich nicht so lange zum Arbeiten. Und wir werden jetzt mal sehen an nur 7 Bildern, wie lange Serene wirklich braucht. Ich gehe jetzt mal auf Yes und dann lassen wir ihn losrattern. Hier oben links seht ihr dann einen Fortschrittsbalken und da könnt ihr dann auch ablesen, inwieweit hier eure Bilder gediehen sind. Die landen dann hier unten in diesem Feld bei Output Images. So, und jetzt zeigt er euch an, was er jetzt wie berechnet. Das ist dann das rechte Feld Current Output in Progress. Und links seht ihr auch, welche Bilder er durchwandert. So, und Serene Stacker macht dasselbe wie die anderen Programme natürlich auch. Jetzt bringt er die erstmal in Übereinstimmung von der Bildgröße her. So, deswegen ändert sich jetzt die Größe rechts auch nicht, aber links seht ihr, werden die Bilder immer kleiner. Naja, ist jetzt nicht besonders spannend und er braucht auch eine Weile. Und wie gesagt, naja, diese ganze Aufmachung vom Programm ist halt ein bisschen rustikal. Aber was braucht man mehr? Und vor allen Dingen die Ergebnisse zählen. Und da werden wir eine schöne Überraschung erleben. Das kann ich euch jetzt schon spoilern. So, die erste Reihe rechnet er jetzt hier schon mal durch und verrechnet nun diese beiden Bilder miteinander. Und da seht ihr, wir haben hier jetzt links unten dieses P-Max-Bild. Achtung, das legt er jetzt erstmal in einem eigenen temporären Arbeitsspeicher ab. Und jetzt macht er das nächste Bild. Das wird dann später das D-Map-Bild sein. Ihr erhaltet also ad hoc gleich mal 2 Varianten, an denen ihr euch begeistern könnt. So, hier sagt er jetzt, Achtung, er braucht einen Kontrast-Threshold. Da nehmen wir absolut den Standardwert. Also diese 30 stehen auch drin. Damit kann man dann spielen, wenn verschiedene Bildfehler aufgetreten wären. Ich klicke auf OK, lasse ihn weiterarbeiten. Und links oben im Balken seht ihr wieder, er denkt. Und rechts tut sich was. Das erinnert uns schon auch irgendwie an Helicon Focus ein bisschen von der Optik her. Und da haben wir dieses D-Map-Bild. Achtung, jetzt muss man natürlich noch eins machen. Wir wollen unsere Bilder ja speichern und uns im Vergleich ansehen. Und das geht jetzt hier über File und dann sagt er eben Save Output Images oder Select Output Image. Und ich mache jetzt Folgendes: mit gedrückter Shift-Taste markiere ich hier beide Bilder, wähle File, Save Output Images und dann kommt dieser Dialog, den ich euch nur kurz vorstelle. Ihr wählt hier bitte als File-Format nicht JPEG, sondern TIFF und auch nicht 8-Bit, sondern 16-Bit für maximale Farbtiefe. Das TIFF-Format sichert euch Farbtiefen, ich glaube sogar heute mittlerweile bis 32-Bit. Wir wählen keine Kompression, obwohl man die LZW-Komprimierung als verlustfreie Komprimierung wählen könnte. Das lassen wir aber. Und wir Show these parameters during image save könnt ihr angeklickt lassen oder sein lassen. Das ist dann einfach nur eine Meldung. Ich wähle Save Images und dann lasse ich ihn das jetzt hier im Originalordner, wo die Basisdateien liegen, abspeichern. So, und dann gucken wir mal. So, und da sichert er uns die 2 ab, Save to Image Files und so weiter. Und das noch mit schicken Namen. Das schauen wir uns jetzt gleich mal direkt an. Ich gehe auf OK und kann jetzt hier Serene Stacker mal ausblenden. Das da ist unser Ordner. Und hier haben wir jetzt unsere 2 Bilder. Zum einen dieses P-Max-Bild und zum anderen das D-Map-Bild. Und das schauen wir uns mal hier direkt im Picture Viewer von Windows an. Ja, zoomen wir mal heran
Und da seht ihr, ja, die linke Kante geht, die ist einigermaßen sauber, aber hier haben wir schon so Artefaktschatten. Und auch hier bei der Schrift ist es nicht ganz zufriedenstellend. Ja, und in dem Moment, als ich das zum ersten Mal ausprobierte, habe ich schon gedacht, ja, komm, also Serene Stacker ist dann doch nicht ganz so top und nicht ganz so gut wie zum Beispiel Helicon Focus. Aber wir werden noch weiter sehen. Also hier unten überall diese merkwürdigen Artefaktschatten und auch hier dieser Bereich. Wir erinnern uns, der war ja in den beiden anderen Programmen auch nicht optimal. In Photoshop ganz schlecht, in Helicon Focus dann noch deutlich besser, aber auch nicht optimal. Naja, schauen wir mal. Hier ist das auch alles wieder ein bisschen verwaschen, aber die Flasche hier jetzt zum Beispiel mit dem Shower Gel, die geht schon. Also auch der Karton ist ganz gut gemacht. Also es hat ja auf jeden Fall ein bisschen seine Schwächen in dieser Bildvariante von Pimax für, das muss ich gleich betonen, dieses Bild, also für diese Bildkomposition. Machen wir uns mal das DMAP-Bild auf. Und da fällt schon eigentlich sofort auf, da ist irgendwas besser gelaufen. Die linke Kante vom Karton, einwandfrei. Also hier wirklich nichts zu beanstanden, nichts zu beanstanden. Die Schriften hier knackscharf, keine Artefaktschatten. Auch hier dieser Bereich, wir erinnern uns, in Photoshop war er komplett weich gekocht. In Helicon Focus war er dann top. Auch hier ist er top. Und da seht ihr jetzt zum Beispiel hier diese Zone. Das ist jetzt das erste Focus Stacking Programm, was diesen Bereich gut abbildet oder tipptopp sogar abbildet. Also wirklich sehr schön. Auch hier die Schriften super scharf alles. Das Ergebnis, sage ich euch jetzt, ist schon so perfekt, dass es direkt in die Endretusche kann und wo man nicht noch großartig nachkorrigieren muss oder Bildbereiche vom einen ins andere kopieren. Also das ist schon wirklich eine schöne Lösung. Ich blende euch mal 3 Vergleichsbilder von den schlimmen Zonen ein, sodass ihr das dann hier auch im direkten Vergleich zu sehen bekommt. Liebe Leute, was ist im Fazit zu sagen? Ja, natürlich. Die ganze Sache hat sich gesteigert. Serene Stacker liefert mit einer Standardeinstellung das beste Ergebnis. Bei keiner der Softwares habe ich die Basiseinstellungen modifiziert oder alle Möglichkeiten jetzt durchexerziert, die man so zur Verfügung hätte, auch was die Grundeinstellung der Programme selber angeht. Also alles nur mit Standardfunktionen und hier haben wir ja jetzt einen ganz klaren Sieger aus diesem Test. Man muss aber gleich noch dazu sagen, Leute, Photoshop kann bestimmte Sachen sehr gut stacken und überblenden. Und alle anderen Programme, die sich mit dieser Thematik befassen, haben ebenso ihre Spezialgebiete, in denen sie sehr gut agieren. Folglich kann für den Top-Profi eigentlich nur die Lösung sein, ja, er muss sich Photoshop zulegen, das hat er aber im Regelfall sowieso. Er braucht dann aber auch noch Helicon Focus und Serene Stacker zusätzlich, um einfach alle Möglichkeiten auszuschöpfen, schnell zu einem Ergebnis zu kommen. Nun, das ist natürlich für den reinen Amateur jetzt vielleicht ein bisschen teuer, aber wie gesagt, ich möchte ja hier jetzt die Thematik für alle abhandeln. Ich bin bei keinem Programm jetzt ins Detail gegangen. Leute, ihr müsst auf die Websites gehen, das ist alles immer unten verlinkt in der Beschreibung. Und damit lassen wir es mal für heute gut sein. Dieses Thema Focus Stacking ist jetzt damit auch für mich abgehandelt. Wenn ihr noch wertvolle Tipps habt zu anderen Stacking-Methoden, schreibt sie doch unten in die Kommentare rein. Natürlich kann ich hier an dieser Stelle nicht immer alles beleuchten und alles detailliert für euch beschreiben. Dann würde ich mich über ein Like freuen oder für die neuen Zuschauer abonniert doch den Kanal, aktiviert das Glöckchen, damit ihr ständig informiert darüber seid, was hier so alles geht. Und dann hoffe ich euch beim nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin, tschüss, euer Alex Schwarz.